Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Max, heute möchte ich über Kriege sprechen. Sprichst du gerne über Geschichte und Technologie? Hallo Mia, ja, das tue ich. Ich lerne gerne über die Vergangenheit und wie sie unsere Zukunft beeinflusst. Was möchtest du über Kriege besprechen? Ich möchte klassische Kriege, moderne Kriege mit KI und die Idee eines Atomkriegs vergleichen. Ich denke, diese Themen sind wichtig und interessant. Das klingt sehr interessant. Ich habe viele Fragen zu diesen verschiedenen Arten von Kriegen. Lass uns damit anfangen, über klassische Kriege zu sprechen. Was denkst du, wenn du den Begriff klassischer Krieg hörst? Wenn ich an klassische Kriege denke, denke ich an Kriege, die mit einfachen Waffen wie Schwertern, Schilden und Gewehren geführt wurden. Diese Kriege fanden oft zwischen Ländern oder Stämmen statt. Sie waren lang und hart, mit vielen Soldaten, die in der Schlacht kämpften. Da stimme ich zu. Klassische Kriege erinnern mich an das Römische Reich, die griechischen Stadtstaaten und viele Schlachten im Mittelalter. Die Soldaten kämpften von Angesicht zu Angesicht, und die Ergebnisse wurden oft durch Mut und Strategie entschieden. Ja, und klassische Kriege waren sehr unterschiedlich zu den Kriegen von heute. In klassischen Kriegen waren die Schlachten oft sehr blutig und persönlich. Jeder Soldat kannte seinen Feind und der Kampf war sehr direkt. Das ist wahr. Ich denke, klassische Kriege hatten auch ein klares Ziel. Zum Beispiel wurden sie um Land, Macht oder Freiheit geführt. Die Gründe waren einfach und die Ziele waren klar. Genau. Viele klassische Kriege sind berühmt, weil sie den Verlauf der Geschichte verändert haben. Die Schlacht von Hastings im Jahr 1066 und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg sind gute Beispiele. Sie zeigen, wie Kriege eine Nation verändern können. Ich finde es interessant, dass auch wenn klassische Kriege sehr gewalttätig waren, sie auch zu neuen Ideen und Veränderungen in der Gesellschaft führten. Nach einem Krieg bauten die Länder oft wieder auf und änderten ihre Wege. Ja, Kriege haben sowohl gute als auch schlechte Auswirkungen. Sie können zu neuen Regierungen, neuen Gesetzen und manchmal sogar zu Frieden nach langem Kampf führen. Lass uns jetzt über moderne Kriege sprechen. Wie denkst du, unterscheiden sich moderne Kriege von klassischen Kriegen? Moderne Kriege sind sehr unterschiedlich. Heute werden Kriege nicht nur mit Gewehren und Panzern geführt. Sie nutzen auch Technologie wie Flugzeuge, Drohnen und Computer. Ich denke, moderne Kriege sind oft komplexer. Da stimme ich zu. In modernen Kriegen sehen wir den Einsatz von fortschrittlichen Waffen und Strategien. Zum Beispiel nutzen viele Länder Drohnen, um zu kämpfen, ohne Soldaten in Gefahr zu bringen. Das macht die Schlachten sehr anders als in der Vergangenheit. Ja, und moderne Kriege umfassen oft viele Arten von Konflikten. Es gibt nicht nur Schlachten am Boden, sondern auch Cyberangriffe, Propaganda und wirtschaftliche Kriegsführung. Ich denke, diese neuen Methoden machen Kriege schwerer verständlich. Das ist wahr. Moderne Kriege können sehr verwirrend sein, weil sie nicht immer den alten Regeln des Krieges folgen. Manchmal ist der Feind kein Land, sondern eine Gruppe von Menschen mit anderen Ideen. Ich habe auch bemerkt, dass in modernen Kriegen oft Zivilisten sehr leiden. Durch den Einsatz von Bomben und Raketen können viele unschuldige Menschen verletzt werden. Das ist ein trauriger Teil der modernen Kriegsführung. Ja, das ist sehr traurig. Moderne Kriege können zu vielen Flüchtlingen und viel Leid führen. Es lässt mich darüber nachdenken, ob wir bessere Wege finden können, um Probleme zu lösen, ohne zu kämpfen.
Ich denke, wir sollten immer versuchen, Kriege zu vermeiden, wenn möglich. Dialog und Verhandlung sind sehr wichtig. Jetzt, Mia, ich habe gehört, dass einige Leute sagen, die Zukunft des Krieges wird künstliche Intelligenz, KI, beinhalten. Was denkst du darüber? Ich denke, der Einsatz von KI im Krieg ist sowohl aufregend als auch beängstigend. KI kann Waffen intelligenter machen und Soldaten helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Aber es wirft auch viele ethische Fragen auf. Ja, ich habe gelesen, dass KI Drohnen und andere Maschinen ohne menschliche Hilfe steuern kann. Das bedeutet, dass eine Maschine entscheiden könnte, anzugreifen, ohne dass ein Soldat den Befehl gibt. Das beunruhigt mich. Ich fühle genauso. Wenn eine Maschine einen Fehler macht, könnte das zu einer großen Katastrophe führen. Wir müssen sehr vorsichtig mit Technologie umgehen. KI könnte die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, verändern, aber sie könnte sie auch gefährlicher machen. Ich stimme zu. Während KI in vielerlei Hinsicht helfen kann, besteht auch das Risiko, dass das menschliche Element im Krieg verloren geht. Krieg geht nicht nur um das Gewinnen. Es geht auch um Menschenleben und Emotionen. Genau. Wir müssen uns daran erinnern, dass hinter jeder Entscheidung echte Menschen stehen, die betroffen sein werden. Ich denke, wir brauchen strenge Regeln, wie KI in militärischen Situationen eingesetzt werden darf. Ja, ich glaube, dass Regierungen und Wissenschaftler zusammenarbeiten sollten, um sichere und ethische KI zu entwickeln. Wir sollten Technologie nutzen, um uns zu helfen, nicht um uns zu schaden. Lass uns jetzt über den Atomkrieg sprechen. Der Atomkrieg ist ein sehr ernstes Thema. Was denkst du darüber? Ich denke, der Atomkrieg ist eine der beängstigenden Ideen. Atomwaffen sind sehr mächtig und können ganze Städte in wenigen Minuten zerstören. Die Vorstellung von so viel Zerstörung ist schwer vorstellbar. Ja, die Bombardierungen von Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 zeigten der Welt, was Atomwaffen anrichten können. Viele Menschen starben und die Überlebenden litten jahrelang. Ich hoffe, wir sehen das nie wieder. Ich stimme zu. Ein Atomkrieg würde nicht nur Millionen von Menschen töten, sondern auch die Umwelt für sehr lange Zeit schädigen. Die Strahlung einer Atombombe kann Land unbewohnbar machen. Das ist sehr wahr. Ein Atomkrieg könnte zu einer globalen Katastrophe führen. Viele Länder haben versucht, Vereinbarungen zu treffen, um Atomwaffen zu reduzieren, aber die Bedrohung ist immer noch vorhanden. Ich glaube, dass wir weiterhin für Frieden und Abrüstung arbeiten müssen. Die Welt muss Wege finden, Konflikte zu lösen, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Krieg, ob klassisch, modern oder atomar, sehr ernste Konsequenzen hat. Was denkst du, ist der beste Weg, um Kriege in der Zukunft zu verhindern? Ich denke, Bildung und Kommunikation sind entscheidend. Wenn die Menschen einander verstehen und lernen, Probleme friedlich zu lösen, können wir viele Konflikte vermeiden. Ich glaube auch, dass internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle bei der Förderung des Friedens spielen. Ja, Diplomatie und Dialog sind sehr wichtig. Wir müssen immer versuchen, die Dinge zu besprechen, bevor wir in den Krieg ziehen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ich stimme zu. Wir müssen aus der Geschichte lernen und hart daran arbeiten, eine bessere Zukunft zu schaffen. Jede Generation hat die Verantwortung, für Frieden zu kämpfen und menschliches Leben zu schützen. Absolut. Ich hoffe, dass unsere Kinder und Enkel in einer Welt ohne Krieg leben werden. Es ist ein großer Traum, aber ich glaube, es ist möglich, wenn wir alle zusammenarbeiten.
Heute haben wir über viele verschiedene Arten von Kriegen gesprochen. Klassische Kriege, moderne Kriege mit Technologien wie KI und die Gefahr eines Atomkriegs. Jede Art von Krieg hat ihre eigene Geschichte und Herausforderungen. Ja, und jede Art von Krieg lehrt uns wichtige Lektionen. Klassische Kriege zeigen uns die Kosten von Konflikten. Moderne Kriege erinnern uns an die Komplexität unserer Welt. Und der Atomkrieg warnt uns vor den Gefahren unkontrollierter Macht. Ich denke, es ist wichtig, aus diesen Lektionen zu lernen. Wir müssen uns daran erinnern, dass Krieg Leiden bringt und Frieden immer die beste Wahl ist. Ich hoffe, dass wir durch die Diskussion dieser Themen mehr Menschen inspirieren können, für eine friedliche Zukunft zu arbeiten. Ich fühle dasselbe. Über diese schwierigen Themen zu sprechen, hilft uns, unsere Verantwortung als globale Bürger zu verstehen. Wir alle haben eine Rolle bei der Förderung von Frieden und Verständnis. Ich freue mich, dass wir heute dieses Gespräch hatten, Max. Es ist nicht immer einfach, über Krieg zu sprechen, aber es ist sehr wichtig. Danke, dass du deine Gedanken mit mir geteilt hast. Danke, Mia. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, tiefer über die Welt nachzudenken. Ich hoffe, unsere Freunde, die uns zuhören, werden auch über diese wichtigen Themen nachdenken. Vielleicht werden sie sogar ihre eigenen Ideen über Frieden und Krieg teilen. Ja, ich ermutige jeden, über diese Themen zu sprechen und mehr zu lernen. Gemeinsam können wir für eine bessere Zukunft arbeiten. Krieg ist ein ernstes Thema, aber durch die Diskussion darüber können wir Wege finden, ihn zu verhindern. Kommunikation ist der erste Schritt in Richtung Frieden. Ich stimme zu. Lass uns weiterhin über diese wichtigen Themen sprechen und andere ermutigen, sich am Gespräch zu beteiligen. Ich möchte unsere Zuhörer daran erinnern, dass jede kleine Handlung zählt. Indem wir lernen, wählen und uns für den Frieden aussprechen, können wir alle einen Unterschied machen. Ja, und ich hoffe, dass unsere Welt eines Tages kriegsfrei und voller Verständnis sein wird. Danke, Max, für dieses nachdenkliche Gespräch. Ich freue mich auf unsere nächste Diskussion. Danke, Mia. Ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch. Hab einen schönen Tag und lass uns weiterhin für den Frieden arbeiten. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden verpasst. Bis zum nächsten Video.